Heyhoo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Ich habe keine Ahnung, wann diese Folgen überhaupt kommen. Es sind jetzt 2 Folgen tatsächlich nur und das sind original 40 Minuten später von der Folge davor. Es geht immer noch. Dankeschön, Kasua. Es geht um Zwist im Verborgenen immer noch. Ich überlege gerade, das zusammenzuschneiden, je nachdem, wie lange das gleich geht. Ich habe hier. Also, der hoffnungslose Kampf ist für mich nicht machbar, weil die sind alle Level 90 und ich bin praktisch Two-Hit. Also 2 Schläge und ich bin tot. Das wäre vielleicht machbar, wenn ich höheres Level hätte, aber gut. Naja, dafür habe ich ja alles geschafft. Also alles auf verzweifelt. Ich habe auch direkt alles in verzweifelt gemacht. Das war ganz gut. Das Einzige, was uns jetzt fehlt, ist nämlich der letzte Auftrag. Ende gut, alles gut. Diluc. So, da wären wir bei Dilucs Anwesen. Jetzt nur die Frage, werden wir Diluc auch treffen? Oder nur Adelant? Hallo, Adelant. You're finally back. Finally? Es waren 40 Minuten. I didn't think you'd be gone for so long. Hä? Sorry if it was too much trouble. Wow. That's okay. We did offer to help. Wenn wir dieses Mal nicht zur Falkenküste gegangen wären, dann hätten wir bestimmt an einem anderen Ort kämpfen müssen. So anyway, is Master Diluc back yet? We didn't see him at Falcon Coast. Sorry, I'm not sure of Master's whereabouts either, but I did hear that he recently visited Angel's Share. After dealing with this kind of trouble, Master is always careful to tie up all loose ends. It's become something of a routine. He should be back very soon. You needn't worry. In the meantime, please make yourself comfortable in the winery. After all that, we managed to completely miss him. Oh well. Let's just wait for him at the winery this time. Das ist auch eine besondere Erfahrung. Zumindest haben wir den Diluc von früher gesehen. Ja. By the way, Adeline, how come you're always standing here at the door lately? Usually you're busy indoors. Sie hat einfach gar nichts zu tun. Hopefully you haven't been standing there waiting for Master Diluc this whole time, cause that would be really tiring. Stimmt, gell? 40 Minuten lang hier rum. Ja, sorry. Oh, thanks for your concern, but I've actually been instructed by Master to meet with some special guests here. Das sind aber nicht wir. Da kann er gar nicht wissen, dass wir aufgetaucht sind, oder? Certain guests may need reminding to stay away for the time being. Master hopes that under the present circumstances, these guests will keep an appropriate distance from the winery, so as not to make a difficult situation even more complicated. Well, Paimon didn't understand any of that, but it sounds like a really important job. Wofür brauchst du unsere Hilfe? That's very kind of you indeed, but you've already helped Master Diluc out a great Wofür deal. brauchst du unsere Hilfe? You can let me take care of these time-consuming chores. There is one small thing you could do for me, though. Ja. Please, take this letter and place it on the table to your right as you enter the door. Rechts neben der Tür. There are a few archived letters on that table already. Just put this one at the very top of the pile. Okay. Is this a letter for Master Diluc? Yes, it's from one of his informants. Only those in Master's inner circle are permitted to handle it or serve as custodian. Oh. Ooh, that means we're part of Diluc's inner circle. Of course. Master Diluc greatly values your friendship. Thanks again for the help. Gerne. War das jetzt alles? Wieso? Achso, wir sollen erstmal reingehen. Okay. Da waren wir aber auch länger nicht mehr drin, ne? Okay, auf der rechten Seite. Ich hätte sogar eher auf diesen Tisch hier gemacht, aber da das hier angezeigt wird. Briefe sortieren. Warum soll ich sie sortieren? Whoa, there are so many letters here. Ich frage mich, was da drin steht, aber wir dürfen das nicht öffnen. It looks like Diluc read them just before he left. He must have been in a hurry. Vielleicht steht da ja was drin. Put this one at the top of the pile, but how are we supposed to tell the order of the other ones? Guess we'll have to read them to get an idea of when they came in.
Andere Leute Briefe sollte man nicht lesen. Oh, that's true. Warum hat die In Musik that aufgehört? case, let's just tidy them up a little. Okay, was war gerade mit der Musik? You're here. You move fast. Diluc. Woo! There he is! What are you agonizing over? Miss Adeline asked us to put these letters in a pile, and we can't tell which order they should go in. Ja. But it's your personal mail, so it'd be rude for us to read them without your permission. There's no need to be nervous. And I can see from the looks on your faces that they've grabbed your interest. These letters deal with events that are past and gone. I only held on to them in case any of the information they contain proves useful later down the line. I just dug them out to confirm a few details. I've been following some rather unique developments recently. You were involved in the events in question anyway. Ah. You can read them if you want to. It's not a bad thing to be curious. Müsst ihr noch etwas erledigen, Diluc? Das heißt ja. Ihr wirkt etwas hektisch. Ihr wirkt nicht, als seid ihr gerade aus der Stadt zurückgekommen. Hey, that's a good point. Actually, you kind of smell like wild mountain fruit. Oh, did you go to those mountains where the valberries come from? Very perceptive. Yes, I did make a trip to the Stormbearer Mountains. I'll fill you in later. Wann denn? Diluc verschwindet schnell nach oben. Oh, okay. No fair. We Zieht er jetzt andere Sachen an? Nein, things der to discuss with Diluc. Not to mention a whole bunch of questions. Es ist lange her, dass Dilucs Auftreten dich so beeindruckt hat. Naja, vor 40 Minuten. Ah, okay, das war der junge Diluc, aber egal. Alright, let's just sort these letters for him. Well, since he said he doesn't mind, why don't we read them as we go? Ja, lass uns lesen. Ach, mal. Oh Gott, nein. Oh nein. Gewitzt geschriebener Brief. An den Erben von Ragnvirdir. An Diluc. Ich entschuldige mich dafür, dass ich diesen Brief ohne Vorankündigung verschickt habe. Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an mich, aber wir sind uns schon ein paar Mal begegnet. Manchmal war es auf dem großen Platz, manchmal saßen wir beim Hirschjägertisch an Tisch, manchmal auch in der Taverne. Du bist immer mit allem Möglichen beschäftigt. Früher schienst du etwas redseliger zu sein als heute und hast dich oft lebhaft mit deinen Freunden unterhalten. Natürlich ist es da nicht allzu wunderlich, dass du mich nicht bemerkt hast, aber ich habe dich immer beobachtet. Stalker, alles klar. Ich kann mich noch genau erinnern, wie Klee einmal zu deinem Weingut gekommen ist, um Kristallschmetterlinge zu fangen und alle Weinstöcke auf einmal ruiniert hat. Du bist nicht wütend geworden, hast Klee persönlich zurückgebracht und dir sogar noch ein paar Flaschen frisch gepressten Traubensaft gegeben. Ach, wie süß. Vielleicht hilft das deiner Erinnerung ein wenig auf die Sprünge. Vor kurzem hat Klee gesagt, der seltsame Mann mit den roten Haaren ist lange nicht mehr aufgetaucht. Daher beschloss ich aus Neugier danach zu fragen. Was deinem Vater passiert ist, macht mich sehr traurig und es tut mir sehr leid. Mein Beileid. Alle sagen immer über dich, du seist perfekt und stolz, ein berühmter Ritter von geistiger Schärfe. Ich weiß aber, dass du freundlicher bist, als du aussiehst. Wärst du mit Klee anders umgegangen. Und da du meinem Kind, das ist Alice, und da du meinem Kind geholfen hast, hoffe ich, dass es dir nichts ausmacht, wenn ich dich behandle, als wärst du mein eigenes Kind. Okay. Daher wünsche ich von Herzen, dass du schon bald aus dem Schatten, der dich umgibt, lösen kannst und nicht zu langer Trauer und Schuldgefühlen verweilen musst. Abschiede sind zu schmerzhaftesten Erfahrungen und doch gehören sie zum Wachstum dazu. Ein Vogel, der das Dach über seinen Kopf verliert, wird höher und weiter fliegen als andere seiner Art. Geh hinaus und sieh die Welt, so kannst du sie kennenlernen. Nur fühlen, beobachten und zuhören können dein Herz jetzt reparieren.
Eltern hoffen immer, dass sie ihre Kinder für immer begleiten können. Der Himmel, das Meer und die Sterne sind Zeugen dieses Eids. All das, was dein Vater war, lebt in dir weiter. Was auch immer du erlebst, wird etwas sein, was schon dein Vater erlebt hat. Ich wünsche, dass du all die Dinge genießen kannst, die der Wind dir bringt. Steh auf, mein junger Freund. Huh. Alice. Paimon's not sure what this one's about. Hä? Ja. Shall we read another one? Ja. Ja. Ach, der ist ja noch weg. Okay, gut, dass ich das aufnehme, dann habe ich es immer wieder. Schön geschriebener Brief. Ich kann mir vorstellen, dass eins davon auch von Dingens ist. Donner. Schön geschriebener Brief. An den Meister. Meister Kea hat sich ein paar Tage Urlaub genommen, die er auf dem Weingut Morgenröte verbracht hat. Aus irgendeinem Grund hat er sich entschlossen, in seinem alten Zimmer zu nächtigen. Sein altes Zimmer? In seiner Freizeit lief er überall herum und hat Adelind auch noch gebeten, ihm sein Leibgericht zuzubereiten. Das erinnerte mich ein wenig an früher. Ehrlich gesagt war ich sehr überrascht, als er zu mir kam und sagte, dass er mehrere Tage hier bleiben wollte. Aber wir haben nicht abgelehnt. Wir glauben, dass du das auch nicht ablehnen würdest. Und bam, es ist Nacht, so lange laber ich schon. Wenn du hier wärst. Das Weingut Morgenröte ist von jeher ein ruhiger Ort. Vielleicht sagt es daran, dass alles hier etwas ruhiger sind. Was? Ein Haus ist so wie seine Bewohner, und so hat Keas unverhofftes Erscheinen es hier ein wenig lebhafter gemacht. Ich hoffe, dass es dir auf deiner Reise gut geht. Alle hier auf dem Weingut vermissen dich sehr. Ich wünsche dir Gesundheit und Glück. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Nee, lass uns noch mehr lesen. Remember, we're trying to figure out when each letter was written. Ach so, stimmt. Oh Gott. Oh. Als ob ich mir das merken kann. Achtsam geschrieben, grob geschrieben, elegant geschrieben, gerade... Oh Gott. Muss eine kurze Pause machen. Okay. Als nächstes dann der achtsam geschriebene Brief. An Herrn Diluc. Es ist mir eine Freude, mit dir zusammen den Problemen mit dem Fluss der Elemente nachzuforschen. Wie du weißt, ist mein wesentliches Forschungsgebiet die Alchemie. Vom Fluss der Elemente verstehe ich nicht viel und kann lediglich über meine persönliche Wahrnehmung sprechen. Laut der verfügbaren Literatur kann der Fluss der Elemente als eine Art Informationsträger angesehen werden. Unter bestimmten Umständen beginnt er das Geschehen in der Umgebung aufzuzeichnen. Alle Informationen, die er wahrnimmt, werden mittels eines bestimmten Verfahrens aufgezeichnet. Nach dem Ablauf einer bestimmten Zeit können diese vom Fluss der Elemente wiedergegeben werden. Ich nehme an, dass es eine Möglichkeit geben muss, die Tätigkeiten des Flusses der Elemente anzuregen, sobald wir diese verstehen. Sobald wir diese verstehen, werden wir in der Lage sein, den Fluss der Elemente zum Aufzeichnen und Wiedergeben von Informationen zu nutzen. Anhand von Runen und anderen Zeichen können wir schließen, dass manche Mitglieder des Ordens des Abgrunds tatsächlich mit geringer Wahrscheinlichkeit in der Lage sind, dies zu tun. Sie könnten diese weitere Forschungen von entscheidender Bedeutung sein. Vor ein paar Jahren habe ich einen Forschungsbericht etwas über die Strömung des Flusses der Elemente geschrieben. Eine Kopie des Forschungsberichtes liegt diesem Brief bei. Ich hoffe, er kann Fragen beantworten. Ich hoffe, er kann deine Fragen. Ich bin bereit. Alright then, let's put the letters in the right order. Hä? Ich bin nicht bereit. If there's one thing we can take away from these, it's that Master Diluc has had a pretty difficult past. Ja, das sowieso. Not only was he misunderstood by the Knights of Favonius, but he's faced all kinds of other obstacles too. Sounds like it's tough being Captain Pyro. Captain Pyro. Always fighting alone because, for one reason or another, it wasn't convenient for the people around him to help out. Aber es scheint, als hätte Diluc damit seinen Frieden gefunden. Yeah, that's true. Plus, he's got us now. We can give him all the help he could ever want. Oh, out of friendship, of course. Definitely not just for the grape juice.
Das ist nur ein Extra, Palmo, nur ein Extra. Da kommt... Er hat seine Kleidung an. What? Is there a problem? Nein. Master Diluc, you're wearing your old outfit again? And you've tied your hair back. You look so formal all of a sudden. Old outfit? You've seen it before? Yeah, Oh. it was by that ley line anomaly. That was your past self, right? Huh. I'm surprised it made such an impression. Ach, das ist doch nichts Besonderes. Do you mind telling us about it? What happened back then? Why were you fighting there? The same reason as ever. Just stopping another Abyss Order plot. They launched an offensive on several fronts at once. Unfortunately for them, they were still no match for me. We were fighting in an area on Falcon Coast, and everything was recorded by the unusually active ley lines. They must have become unstable again recently, causing them to let out all kinds of information from that time. Hence why you saw what you saw. Warum habt ihr nicht dort Wache gehalten? For starters, you only need to deal with the monsters and the ley line deposit will stay dormant, as long as it isn't disturbed again. On the other hand, if I'd done nothing at all, the Knights of Favonius would have taken over straight away. Knowing how they work, they'd be sure to send a large contingent to guard the site. Wouldn't that have been a good thing? Depends. Most of the Knights are away on expeditions, so they don't have a lot of people to spare. If the ley line anomaly was just a diversion tactic, the Abyss Order could have been poised to attack somewhere else entirely, while the Knights were scrambling to send what limited forces they have to Falcon Coast. But anyway, I have no interest in talking to the Knights of Favonius. I prefer to get to the bottom of things myself, rather than waste time negotiating with them. And it was easy enough for me to find out the Abyss Order's plans. Take a few Abyss Mages hostage, and they soon start talking. As for the Knights of Favonius, I've sent someone to enlist their cooperation where it's needed. Das ist also eine Gruppe. Nee, das heißt, ihr helft ihm. Beides, nein. It's their job to handle situations like this. They ought to be present when things come to a head. I don't like working closely with the Knights of Favonius because of our differences in philosophy, but that doesn't mean we can't watch. Whoa. Nein! Seems like you have even more control over things now than you used to, Diluc. The best way to deal with any threat is to utilize all the force at your disposal. Anyway, thank you for your help. Adeline brought me up to speed with everything. In return, I have a gift for your trouble. Oh. Grape juice? Ja, The oder? packaging is so fancy. It must be really expensive. This is my personal favorite grape juice, made of the highest quality grapes. I happen to have an unopened batch, so I brought you a bottle to try. I didn't know you were such fans of grape juice. Next time you want some, don't bother waiting for the discount. Just go down to the cellar and help yourselves. Was? It's on the house. Oh mein Gott! Woohoo! Paimon's gonna tell everyone we meet that we're VIPs at Dawn Winery. This one bottle must be worth at least like 50,000 Mora. And he gave it to us for free. Guck mal, sie hat gerade 50.000 gesagt. 50.000. Steht aber 10.000. Thank you so much, Master Diluc. If you're free tonight, you're welcome to stay for dinner. Adeline is already making it. Der mag uns echt, ne? Also der lädt uns auch noch zum Essen ein. There are, however, a few things I need to take care of before dinner time. Müsst ihr noch mal kämpfen? Yes. Passiveness is not my style. Though I had my suspicions at the start, everything I've come across so far in my investigation suggests that the Abyss Order was not behind this. Hä? Aber wer dann? Since this arose from natural causes, Fatui? it's time to wrap things up. So what
what should we do? Lass uns mit Diluc gehen. Right, sure. After all, he did just give us this amazing grape juice. Wait, no. What was it? After all, even when the odds of success are 9 to 1, you must never lower your guard. Well said. In that case, let's get going. Okie dokie, Captain Pyro. You can take it a little easier this time. Come on, let's go! This is the final battle. Then we can put all this trouble behind us. Das heißt, es gibt noch einen... Oh mein Gott, ja, wir haben das echt bekommen. Ja, ey, das sieht halt echt fancy aus, ne? Ich würde es aber... Selbst wenn ich austrinken würde, würde ich die Flasche irgendwo hinstellen. So, ich habe ja meinen Trupp dabei, also... Ich weiß aber gar nicht, was jetzt passiert. So, wir hatten schon echt viele Gegner da. Vielleicht kommt ein Boss-Kampf? Ich glaube, sowas hatten wir noch nicht. Vielleicht Geodrache, ein alter Geodrache oder sowas. Untersuchen. Kurz sicher gehen, dass ich aufnehme. Ja, tue ich. Und untersuchen. Ich bin wieder Diluc. Zwist im Verborgenen. Wo? Ja, okay, eigentlich reicht das hier. Wow. Besiege 2 starke Gegner. Ah. Bams. Und komm schon. Ja, komm, als ob dein Schild da überlebt. Komm schon, lass mich wenigstens den Schild kaputt machen, ja? Ja, ich will das schon als Diluc fertig machen. Komm. Oh, ups. There. It's done. Das Outfit ist so cool. The ley line deposit will disappear before long. Dieser Kampf war ein Spaß. All thanks to the power of teamwork. See, even Captain Pyro needs his trusty sidekick sometimes. It can't be Master Diluc saving the day by himself every single time. Many hands make light work. Jetzt sind wir der Sidekick. Sidekicks. Oh, Gott. It's been a long time since I last worked with others. It's not so bad. Ja, ne? Wenn du uns brauchst, sag Bescheid. If the opportunity arises, let's team up again in the future. Sehr, sehr gern. So. Okay, das war's dann. Ja gut, ich frage mich jetzt, wie ich das Ganze geschnitten habe. Auf jeden Fall war's das jetzt mit Dilucs Quest. Ich werde mir den Skin nicht holen, weil ich will da nicht echt Geld reinsetzen. Also es ist ein bisschen zu teuer, ja. Auf jeden Fall war es das mit diesem Event. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.